Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind weiter im Diddy-Fall ganz stark verwurzelt. Lasst uns heute mal ein bisschen drüber sprechen, was uns bei der sagenumwobenen, geheimnisvollen Doku von 50 Cent über P. Diddy erwarten wird. All the Details on 50 Cent's Expose Netflix Documentary on Diddy. Starting with a bombshell announcement amid the mounting lawsuits against Sean Diddy Combs, Houston rapper 50 Cent announced yesterday that he's the executive producer of a docu-series about the sexual assault and abuse allegations against Combs. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich weiß, viele sagen, ey, hoffentlich kommt die ASAP, hoffentlich kommt die ganz, ganz schnell. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten hier vielleicht schon zumindest einen Release-Day hören werden, weil das natürlich ist ein heißes Thema und das muss auch jetzt kommen und nicht erst, was weiß ich, in 3 Jahren oder sowas, weil man kann ja danach noch Seasons nachschieben. Das heißt, wenn du jetzt erstmal eine Staffel machst, wo du nochmal in einer hochwertigen High-Value-Documentary auf Netflix in 10 Folgen oder so alles aufarbeitest, was bisher geschehen ist, ist das schon absoluter Blockbuster. Ja. Und danach kann man ja dann noch den Prozess, Urteil, mögliche Nebenprozesse, neue Zeugenaussagen und so weiter in Season 2, 3, 4, 25 kann man ja noch mit reinpacken. Ja, das ist ja das Geile an solchen Netflix-Documentaries, dass du da auch als Producer relativ flexibel sein kannst. Also ich glaube, wir werden da einiges an Content sehen. The series will also discuss the trafficking and racketeering charges Combs is facing. The series is expected to make a premiere on Netflix, but a date has not yet been set. It's official. 50 Cent is dropping a bombshell expose on Diddy. The details we know so far are already horrifying. Sex trafficking, blackmail. But according to insiders, this is just the tip of the iceberg. The dark secrets of Diddy's empire are about to be laid bare. And if what 50 Cent is hinting at holds true, things are about to get even more sinister. Ja, also nochmal, 50 Cent ist schon seit über 10 Jahren an dieser Dokumentation dran. Und wie hier ja auch gerade gesagt wurde, ist das, was wir jetzt mittlerweile so an groben allgemeinen Informationen haben, nur die Spitze des Eisberges. Und logischerweise wird auch in dieser Documentary dann wahrscheinlich die ein oder andere Insider-Info gedroppt werden. Also das wird nicht nur Zusammenfassung von bereits Bekannten sein. Whatever dirt he's got on Diddy, the world is about to see it, and it's going to be horrifying. Meanwhile, it looks like 50. Ja, seit 10 Jahren. Und was man auch dazu sagen muss, auch wenn Diddy hier und da in wenigen Situationen mal ein bisschen zurückgeschossen hat, er hat sich immer bedeckt gehalten. Er hat gegen die sehr, sehr ausufernden Anfeindungen von 50 Cent nie wirklich was gesagt, weil er wahrscheinlich auch weiß, okay, der hat was gegen mich. Also was gegen mich in der Hand. 50 Cent has been hyping up his doc. Diddy Do It has a buyer. Oh, you mad? 50. Wenn er die wirklich Diddy Do It nennt, ist er noch mehr goated als überhaupt, ja? Did he do it? Ist ein geiler Name für die Doku, ja? Did he do it? Netflix Documentary. Executive Producer 50 Cent. Did he do it? He says Netflix wins the bidding war. Okay, also Netflix wins the bidding war. But if more victims keep coming, I'm gonna need more episodes. Also hier wird sozusagen nochmal der 50 zitiert. Er hat diese Doku in Auftrag gegeben, die wird gerade produziert. Und dann gehst du natürlich shoppen bei den verschiedenen Streamer-Anbietern. Netflix, Amazon Prime, HBO, beziehungsweise Max, etc. pp. Und Netflix hat anscheinend das meiste geboten, deswegen hat Netflix den Zuschlag bekommen. I'm committed to be a better man each and every day. It started with whispers, dark, sinister rumors that plagued the shadows of the music industry for years. Now, these whispers have now grown into deafening screams. And at the center of it all, Sean Diddy Combs, one of the most powerful men in entertainment. 50 Cent's Netflix documentary promises to rip open a world so disturbing, so shocking, it will leave you questioning everything you thought you knew about the. Man muss ja dazu sagen, auch die Epstein-Doku, die war gut gemacht, aber die war sehr einseitig. Man hatte so das Gefühl, dass man eher hier so ein bisschen das Narrativ bedienen will. Das war nur einer, ja, anstatt dass das hier eine ganze Organisation ist, von der viele leider nicht benannt wurden, weil der Jeffrey Epstein dann ums Leben kam. Da hier aber 50 Cent die ausführende Hand dahinter ist, hinter dieser Doku, könnte man zumindest hoffen, ja, oder vermuten, dass das Ganze hier ein bisschen objektiver wird. Und ein bisschen weitreichender alles beleuchtet. Rockstar Marvin, danke für dein Prime, was geht ab? Schon für 1000 Euro bei Holy bestellt. Wahnsinn. Alles über California und nur dank dir den passenden Stream. Danke und Prost an alle. Na Mensch, Alter, Rockstar Marvin, da hast du aber richtig reingehauen hier, mein Freund, ja.
Das freut mich natürlich sehr. Dann müssen wir doch direkt nochmal hier loslegen hier, ja? Ja, Tausender. Bro, wenn du bei Holy bestellst und dir die ersten Sorten gefunden hast, die dir schmecken, du brauchst ja nichts anderes mehr. Das Geile ist, du kriegst ja diese Dinger hier zugeschickt und das reicht ja für 50 Portionen. Da sind 25 Liter, die du damit machen kannst. Ja? Du musst nie wieder Kästen schleppen, nie wieder Getränke hochschleppen in die Wohnung. Einfach nur mit Wasser und Eiswürfeln mixen und schon rein da. The glitzy, glamorous world of hip-hop. The lavish parties, the gold chains, the flashing lights, they hide something much darker underneath. Now, it's time to lift the curtain. In one corner, the disgraced hip-hop impresario under federal indictment for a laundry list of shocking crimes. In the other, his nemesis, ready to cash in on Sean Combs' misfortune. Es ist so geil, auch immer so diese grinsende Fresse von 50 Cent zu sehen, ja? Oh Mann, ey. Das ist so die absolute Definition von warte auf den richtigen Moment. Puffy's latest legal battle has reignited one of rap's biggest feuds. To understand how we got here, you need to know the man at the heart of this storm. Sean Diddy Combs wasn't just any music mogul. He wasn't just another rapper turned businessman. No, Diddy was a king, a man who built an empire from the ground up. Bad Boy Records became synonymous with success, power, and endless luxury. However, what if all of that success came at a price? What if that empire was built on secrets too horrifying to comprehend? Born in Harlem and raised in Mount Vernon, New York, Diddy was a hustler from the start. His ambition was undeniable, his charisma magnetic. By the early 90s, he was already making moves as a talent director at Uptown Records, discovering and managing artists like Mary J. Blige and Jodeci. It wasn't long before he branched out on his own. Bad Boy Records was born, and so was Diddy's reign over Der hier sitzt, hä? Oh, herrlich. Oh Mann, ey. Oh, unangenehm. Mit diesem Mantel hier noch so drauf, ja. Ah, crazy, ne? Mary J. Blige wird auch oft vergessen hier in dieser ganzen Diskussion hier. Auch entdeckt vom Diddler hier. over the music industry. This is where the story gets interesting. Diddy's ascent to power was rapid. A man who was once just another name in the industry quickly became a titan. Now, looking back, many are asking, what was the cost of that success? Were there casualties along the way? More importantly, what kind of man did Diddy become as he claimed his crown? It turns out that Ja, es gibt ja so dieses typische über Leichen gehen, ja, um halt Karriere zu machen. Ich glaube, das ist bei Diddy wahrscheinlich mehrmals passiert, ne? Diddy Do It documentary is now official. The big headline, Netflix is producing a docuseries from Curtis, 50 Cent Jackson about the federal charges of sex trafficking and assault and the abuse allegations against Diddy Combs. Curtis 50 Cent Jackson isn't just your average whistleblower. He's a man with a complicated history. Was steht denn im Tweet? Warte nochmal. Cent Jackson isn't just your average whistleblower. I've been telling you all about this weird blah blah blah. I don't do no puffy parties. You didn't believe me, but I bet you believe me now. Jo. Also er sagt hier ganz klar, ne, ich habe euch das schon ewig gesagt, ich gehe hier auf keine Puffy-Partys, aber ihr wolltet mir ja nicht glauben, ich wette, ihr glaubt mir jetzt. He's a man with a complicated history, a history that intersects with Diddy's in ways most people don't even realize. It's not just professional rivalry, it's deeply personal. Back in the early 2000s, 50 Cent was one of the hottest names in hip-hop. His debut album, Get Rich or Die Tryin', eins der besten US-Rap-Alben ever. Unfassbares Meisterwerk, haben wir auch schon in der Listening-Session hier gemacht. Es fiel mir bei kaum einem anderen Album so schwer, mich auf meine Top 3 Lieblingssongs zu reduzieren, wie bei diesem Album. Das Album und The Massacre sorgen dafür, dass 50 Cent mit bei mir in meiner GOAT-Diskussion mit drin ist. Was ein Brett von einem Album, ja. Auch wenn 50 Cent danach nie wieder so wirklich rankommen konnte an diese beiden Meisterwerke, immer wieder gute Tracks hatte, aber auf Albumlänge nie wieder so überzeugen konnte wie bei diesen beiden Alben, sind die Endlevel. made him a household name, and his business ability quickly followed suit. He built his brand just as aggressively as he built his music career. But even at the height of his success, there was always one figure standing in the distance, looming over the industry. Diddy. At first, 50 and Diddy seemed like they could coexist. Two powerhouses, each carving their own path, but it wasn't long before the cracks began to show.
The two had bad blood dating back to the mid-2000s when 50 Cent released a diss track targeting Diddy, subtly hinting that Diddy had some involvement in the 1997 murder of the notorious B.I.G. Das kursiert ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten rum, ne? It was a bold accusation, one that many in the industry were too afraid to even whisper, let alone speak publicly. Still, 50 Cent wasn't afraid. He's never been afraid. Digga, der Typ wurde 12-mal angeschossen, Alter. Der fürchtet gar nichts mehr. Mann. For years, the feud between the two simmered just below the surface. Snide remarks, cryptic social media posts. It was all part of the game. But what 50 und Eminem waren die ersten Rapper, die ich damals als kleiner Junge gefeiert habe und die Liebe zu Rap entdeckt habe. Und das ist bis heute gut gealtert. 100%ig. Ja, ich sag ja auch bei mir, die GOAT-Diskussion ist zwischen Eminem und 50. Bei mir ist das nie so gewesen, dass ich gesagt habe, Biggie war der krasseste, Pac war der krasseste. Es war immer zwischen 50 und Eminem. Von daher bin ich da auch stolz drauf, da einen guten Riecher gehabt zu haben. saw, what he heard from people close to Diddy, seemed to ignite something darker in him. He began to believe the stories, the allegations, the sinister rumors surrounding Diddy's behavior behind closed doors. 50 being 50, he couldn't just sit by and watch it unfold. Now, armed with the power of Netflix and a platform that reaches millions. Das wird so krass. Ich habe ja neulich erst die zweite Staffel von Monster gesehen, ja, mit den Menendez-Brüdern. Unfassbare Serie auch. Geile zweite Staffel. Und habe da auch so ein bisschen dran gedacht, oh Alter, ja, wenn die dann irgendwann vielleicht auch mal so eine Monster-Season so in 5 bis 10 Jahren vielleicht auch über P. Diddy machen, dann so richtig mit professionellen Schauspielern und so weiter. Das wäre schon heftig, Alter. Ja. Die ist sehr empfehlenswert übrigens, ja. Das ist hier Jeffrey Dahmer Serie, hat jetzt eine zweite Staffel, wo es um den Fall der Menendez-Brüder geht. Da ist gerade Episode 4 oder 5. Eine Episode, muss ich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich will nicht spoilern, aber ich habe schon viel gesehen, aber sowas habe ich noch nie gesehen. RFLX, danke für dein Prime, was geht ab? 50 Cent is determined to expose every skeleton in Diddy's closet. This isn't just about revenge. No, 50 Cent claims this is about justice. It's about giving a voice to those who were silenced by power and fear. The victims, the people whose lives were ruined in the pursuit of Diddy's empire. That's where the heart of this story lies. The victims. And now prosecutors are revealing new and disturbing details from the day that Diddy was seen beating his then-girlfriend Cassie in an LA hotel. Combs can be seen Ja, das ist die Eric-Folge, richtig. His hotel room with the commercial sex worker, and that Cassie had been trying to escape. It started with Cassie Ventura. The singer and model was in a long-term relationship with Diddy for years. To the public, they were the picture-perfect power couple. Glamorous, successful, seemingly in love. Although, behind closed doors, the reality was far more disturbing. In November 2023, Cassie filed a lawsuit against Diddy, accusing him of physical and sexual abuse. The details were chilling. According to Cassie, Diddy had drugged her, assaulted her, and subjected her to a life of control and fear. Making things even more scary, the whole event was caught on surveillance video. Und dann muss man sich auch überlegen, wie viele mehr Typen gab es, die genauso wie dieser Odie waren, ne? Dieser Typ, der da in den Trump Tower reingegangen ist und gesagt hat, ich schieße jetzt um mich hier, damit die den festnehmen. Wo alle gesagt haben, der ist verrückt, der erzählt hier, der Diddy, der hat mich dazu gezwungen, hier mit Cassie Sachen zu machen, während er die unter Drogen gesetzt hat und so weiter. Ich war sozusagen den ihr Objekt. Wie viele mehr Typen hat er da noch über Cassie drüber rutschen lassen, ja? Mann, ey. In the chilling footage, you see Cassie. Die hatte den Banger Me and You, oder? Ja, safe. Das war ihre Durchbruchssingle, ne? Damals. Cassie Me and You, absoluter Banger, 100%, ja. Me and You. Aber da hat sie schon Bad Boy, ja, Bad Boy Records ist schon drin. Also da war sie schon beim Diddler. War eine gute Zeit damals, ja, so als sie rauskam, Alea natürlich, Rest in Peace, Ashanti. Bruder, ich hatte einen Mad Crush auf Ashanti, Alter. Meine Güte, ey. Meine Güte. Ach, ey. Das war geile Mucke aber damals, ja. Missy Elliott, auf die hatte ich keinen Crush. Ja, Geschmack ist Geschmackssache. Geschmack ist Geschmackssache, korrekt. Grabs us, while he, with no hesitation, his lawsuit opened the floodgates. One by one, more women began to step forward, each with their own stories of
and violence at the hands of Sean Combs. And it wasn't just women. Some of Diddy's former employees began to speak out, accusing him of orchestrating parties where men and women were subjected to unspeakable acts. Then, in September 2024, the unthinkable happened. Sean Diddy Combs was arrested. Wie die da auch reingestürmt sind hier, ja. Mit absolutem Waffenarsenal hier. Als ob sie hier bei, was weiß ich, El Chapo einreiten hier. Das ist schon echt crazy, ey. Arrested. The charges were staggering. Und wie gesagt, die machen das nicht, wenn die einfach nur eine Vermutung haben, mit so einer halben Armee da aufzutauchen, ne? Racketeering, sex trafficking by force, and transportation for prostitution. It was the culmination of years of rumors and accusations. Diddy, once untouchable, was now facing the full force of the law. The question is, how deep does this go? Auch ein Foto, was irgendwie sehr, sehr unangenehme Vibes bei mir auslöst. Was now facing the full force of the law. The question Das hier. is, how deep does this go? What we know is just the tip of the iceberg. The surveillance footage that was captured in Ich glaube, die sind einfach so krass angerückt, weil die gehört haben, dass Diddy mit bei Manuelsens MPU King mit drin war. For years, what was once considered a badge of honor in the hip-hop world, a ticket to the inner circle of Diddy's empire, has now become the stuff of nightmares. According to numerous reports and eyewitness accounts, Diddy's lavish gatherings weren't just about music. French Montana haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, ja? Der war ja auch sehr prominent mit Diddy immer am Rumdiddeln. Dancing and endless champagne. No, there was something much darker happening behind the scenes. There are chilling stories of women being drugged, of people being coerced into acts they never consented to. One former Bad Boy Records artist, Mark Curry, alleged that Diddy would spike the champagne bottles at his parties before handing them out to unsuspecting women. These weren't just wild industry parties. They were... Ja, vor allen Dingen den Mädels eine Sorte von Drinks gegeben und seinen Boys andere Sorten von Drinks gegeben, ja. Das ist wirklich sehr perfide. Da ist echt System drin, Alter. Oh, Mann, ey. Man darf wirklich nicht großartig weiter drüber nachdenken hier, ne? Traps, and for some, they were prisons they never escaped from. These aren't just anonymous allegations. People close to Diddy, people who once considered him a friend and mentor, are now coming forward with their own stories. They paint a picture of a man who was obsessed with control, with power, and... Vor allem als junges Mädel, ja, du kommst dahin, du denkst, oh wow, das ist alles so toll und so prunkvoll. Du warst wahrscheinlich noch nie in so einem schönen Haus. Du siehst Berühmtheiten, das erste Mal, dass du so berühmte Männer siehst. Und dann kommen da auf einmal so die Flaschen, ja, in so leuchtenden Eisboxes, ja, so Eiskühlcontainern. Und dann werden die da so die Bottles gepoppt. Da denkst du doch als allerletztes daran, dass da irgendwas drin sein könnte, dass du danach ohnmächtig wirst und die sich dann an dir vergehen, ja. Schwierig, Mann. Schwierig, ey. with breaking down those around him. Rodney Lil Rod Jones, a former employee of Diddy, claimed that he was forced to hire sex workers for Diddy and his guests, and that he himself was subjected to unwanted advances. Jones later became embroiled in a lawsuit involving Grace O'Marquet, who accused Diddy's son, Christian King Combs, of sexual assault on a yacht, with Diddy allegedly paying off witnesses to keep the incident quiet. It's not just one accusation. Ja, ich glaube, wenn du so reich und mächtig bist wie Diddy und schon irgendetwas Böses in dir hast, dann denkst du wahrscheinlich, mit Geld kannst du dir alles kaufen. Ja. Aber anscheinend hat das jetzt hier ein Ende beim Diddler. It's a pattern, and that's what makes this so terrifying. This isn't a one-off incident. This is... Kann der mal hier aufhören, diesen Hotelclip die ganze Zeit zu zeigen? Ich versuche das die ganze Zeit immer zu skippen, weil ich kann das nicht sehen. Wie der hier auf Cassie eintritt, Alter, das ist ekelhaftes Grauens, Alter. Butt naked. You ever just had a grown-ass man answer his hotel door butt naked and they be like, come on in? You be like, I'll come back. You ever close your eyes, you be like, I guess you're not presentable. And then walk away, because see, what happens is, if they be like, come on in, and then you come on in, they be like, this man just came into my room. I'm sitting there butt-ass naked. I told him to come on in, and he came on in. You be like, so what's going on for the day? Acting like you don't notice he there naked. What's more, things are only getting darker with... Naja, da begrüßt sich der nackte Diddler da erstmal. Diddy's case. On September 24th, a tidal wave of new allegations hit 120 accusers, with claims spanning more than 2 decades. Leute, ich glaube, wir haben nicht die geringste Vorstellung, was hier noch alles ans Tageslicht kommt. Ich sag euch, wie es ist. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Chat, wenn ihr das noch wisst, gerne mal Names in den Chat. Es gab auch eine, ich glaube, war das nicht eine Frau, die mal berichtet hat, dass sie beim Diddler ins Büro gegangen ist und da war irgendein Rapper unterm Tisch und hat dem gerade dem Diddler sein Diddle gelutscht. Und er hat dann ganz normal mit der geredet, ne?
Hat er die Flöte gespielt. Und er so, ne? Und er hat dann so mit ihr so geredet, ne? So. Genau. War das nicht diese Jaguar? Das kann sein. Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber gut, ne? Kann halt mal passieren, dass er da reinkommt, da sitzt da irgend so ein Newcomer-Rapper unterm Tisch und verdient sich gerade seinen Vertrag bei Bad Boy Records, ne? Seinen ersten Label-Deal. Jaguar Ride, meine ich. Das kann sein, da klingelt was, ja. Und wisst ihr, wer auch bei Bad Boy am Start war? MGK, ne? Ist der immer noch bei Bad Boy? Der muss da auch was mitbekommen haben. Der wirkt auch sus. Ich mag MGK als Rapper sehr. Ich mochte auch seine Pop-Rock-Ausflüge, wo so ein bisschen so diesen Blink-182-Sound gemacht hat. Ich finde, MGK ist sehr talentiert. Verfolge ich seit Wild Boy, Lace Up. Und das war doch hier, war da nicht schon direkt auch beim ersten, bei Lace Up schon beim Diddler? Moment. Chicken Kelly. Natürlich nicht der Gangster, sondern der Musiker. Genau, hier. Labels Bad Boy und Interscope. Mal rauf hier, Diskografie, erstes Album, Lace Up, war bei Bad Boy. Direkt bei Bad Boy Records am Start hier. Direkt beim Diddler. Und dann auch sehr schnell berühmt geworden hier, der junge Mann, ja. Der hat auch ein Spotlight bekommen von heute auf morgen. Ist natürlich jetzt schwierig. Wirkt auf jeden Fall ein bisschen sus jetzt im Nachhinein. Attorney Tony Busby dropped a bombshell at a news conference, revealing accusations far worse than anyone imagined. We're talking violent sexual assaults, drug-fueled abuse, videos used as weapons, and even the horrifying claim of minors being assaulted. Das war das Video hier. 48 Hours with Diddy. Videos used... Warte. Tony didn't hold back. Horrifying claim... Da, hier, das. Ne? Oh. What do you want to do first, Justin? Let's get some chicks. Das enttäuschte Gesicht des Diddlers. Of minors being assaulted, some as young as 9. Tony didn't hold back. He claimed boldly that powerful people with filthy secrets are about to be exposed, and they've got the evidence. Ja, dieser Anwalt hier macht wirklich gerade einen sehr, sehr mutigen und löblichen Job hier, ne? Videos. Aber ihr habt ja gesagt, er ist Ex-Marine, deswegen ist er unantastbar, ne? Deswegen kann dem nichts passieren. Texts. Over 3,000 individuals have come forward and... Wie findest du Yelawolf? Yelawolf ist krass, aber der ist ja bei Eminem, ne? Bei Eminems Label und nicht beim Diddler. Also auf der guten Seite sozusagen. Lawsuits are about to start flooding in from across the country. It's a nightmare unraveling in real time. Guckt euch mal das Outfit an, ja? Ich meine, klar, das ist jetzt ein bisschen Rumgespinne, logischerweise. Man muss jetzt auch nicht überall irgendwie was reininterpretieren. Aber das Outfit sieht doch schon aus wie so ein Satanspriester. Sind wir mal ganz ehrlich. Also ich habe keinen Kumpel, der so rumrennt. Ja, fresh, ja, genau. Also Fledermausmäßig, ne? So. Fehlen eigentlich nur noch so die Satanshörner oben drauf hier. Auf dem Diddler-Head. Mare unraveling in real time. Meanwhile, Diddy's sitting in a Brooklyn detention center, facing sex trafficking and racketeering charges, still denying everything and calling it a media circus. But the mountain of accusations keeps growing. If Tony's right, the lawsuits to come will name other high-profile figures, sending shockwaves through the industry. Even more chilling, amid all this chaos, an alleged guest list from Diddy's infamous parties is spreading across the internet like wildfire. Shared by Astral Conspiracy on Facebook, the list reads like something out of a twisted thriller. It names 156 well-known figures from music, Hollywood, politics. Es gibt auch einige hochrangige Labelbosse, die jetzt irgendwie auch retired sind, ganz schnell. Ne? Man kann natürlich auch von Zufällen reden. Die eine oder andere Berühmtheit macht ja auch gerade Urlaub außerhalb der USA auf unbestimmte Zeit. Ja, es ist halt der Sommerurlaub hier, meine Freunde. Im Oktober. And sports. Jay-Z, Beyoncé, Eminem, Taylor Bushido hat sich auch schon nach Dubai abgesetzt. Swift, Leonardo DiCaprio. Animus auch. Ja, vielleicht hat Animus auch ein bisschen rumgestempelt hier. Beim Diddler. Da hat er sich die Inspiration für den einen oder anderen Song gehört. Oprah. Geholt. And disturbingly, political heavyweights like Obama, Trump, and Hillary Clinton. Could these names be next? As things spiral out of control, it's impossible not to wonder who else could be caught up in this ever-deepening... Ja, über Obama gibt's auch Geschichten, Alter. Mann. Ne? Scandal. One individual who was 22 years at the time she was assaulted said that... Das ist der Anwalt, der sozusagen jetzt eine Sammelklage einreicht gegen den Diddler mit 120 Opfern, die sich gemeldet haben. Ne? Das ist alles gebündelt und er ist dann sozusagen der Anwalt, der die alle vertritt hier mit seiner Kanzlei. Unfassbar, Alter. Und
jüngste Opfer war zum Zeitraum des Geschehens 9 Jahre alt. The typical MO at one of these parties that have been widely discussed in the press was that. Denkst du, Nicole Scherzinger und Christina Aguilera wird auch damit zu tun haben, weil die haben ja mit Diddy Songs gemacht? Ja, also, guck mal, wenn du so bekannt und so einflussreich in der Musikindustrie bist wie Diddy, hast du ja mit jedem schon mal zu tun gehabt. Es gibt Fotos mit, was weiß ich, mit, wie du sagtest, Christina Aguilera, Nicole Scherzinger, Donald Trump, Barack Obama. Ja, klar. Leonardo DiCaprio gibt's ganz viele Fotos. Usher natürlich dann, also die guten, die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Aber dass jetzt jeder automatisch so diese Kontaktschuld hat, würde ich jetzt aber auch vorsichtig mit sein. Ne? Wir müssen abwarten, was der Prozess bringt und was vielleicht auch die Doku vom 50 hier bringt. Und dann gucken wir mal. When you were handed a drink. Ja, Asche, nicht Ascher, genau richtig, ja. Asche, der Einser, der ist auch, deswegen bringt er auch mal so wenig Musik raus, ja. Ich glaube 2024 nur 50 Songs oder sowas, weil er auch mal zum Diddler fliegt und da ordentlich mitdiddelt. And now we know that the drink is laced with something. If you refuse to drink it. Ihr dachtet, alle Kollega hat Asche entdeckt? Nee. Kollega ist eigentlich nur derjenige gewesen, der Asche vermittelt bekommen hat, und zwar von P. Diddy. And now we know that the drink is laced with something. If you refuse to drink it, you were kicked out of the party. Now, let that sink in for a minute. One of the most disturbing aspects of this story isn't just the use. Also der Anwalt hat gerade gesagt, dass es wohl markierte Drinks gab auf den Partys und wenn du da dich geweigert hast, die zu trinken, dann musstest du gehen. Wurdest du sozusagen rausgeschmissen aus der Party. Weil dann kannst du anscheinend danach noch klar denken. Und klar denkende Gespielinnen und Gespielen, wie ist denn das, wie ist die männliche Version von Gespielinnen? Gespielen oder was? Gespielen und Gespielinnen. Heißt das Gespielen? Der Gespiele oder was? Der Gespiele und die Gespielerinnen. Oder was? Wie heißt denn das? Mann, ich rede im Alltag kein Deutsch. Ihr müsst mir helfen hier. Ja, ich nicht so gute Deutsch diese. Gespielen und Gespielinnen. Gespielen? Wenn ich jetzt sage, meine Freundin ist meine Gespielin. Was sagt dann meine Freundin? Mein Freund ist mein Gespiele? Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Gespielen. Was bedeutet das Wort? Hä? Na, mein Bumspartner. Gespielen und Gespiele. Gespiele und Gespielinnen. Was ist denn schon wieder in diesem Red Cup drin hier? Gleich mal nochmal nachschenken. Was für Gespielen, was heißt das? Hä? Wer seid ihr alle? Stand eure Schaukel als Kind zu nah an der Wand oder was? Was ist denn mit euch los? Habe ich noch nie gehört. Hä, wo kommt denn ihr her? Das ist noch ein deutschsprachiger Stream hier, ne? Oder was? Schwiegende Themen hier auf der Stelle, ne? Or in the entertainment world is undeniable. He's not just a rapper, not just a businessman. He's a gatekeeper. He holds the keys to fame, fortune, and success. For years, that power allowed him to silence anyone who dared to speak out against him. You can't help but wonder, why? Cube auch jemand, der wahrscheinlich viel weiß, Alter. Ja. Why did so many stay quiet for so long? The answer is simple. Fear. Diddy wasn't just feared because of his influence. He was feared because of the lengths he would go to protect his empire. There are stories of threats, intimidation, and even physical violence against those who dared to cross him. Employees, artists, even business associates were too afraid to speak out, knowing that going against Diddy could mean the end of their careers, or worse. For years, people whispered about the things they had seen, the things they had heard, but no one dared to say it publicly. The price of speaking out was just too high. Now, with 50... Ist aber eigentlich auch so krass, ja, dass hier gerade gesagt wird, es ist seit vielen Jahren offenes Geheimnis gewesen, hinter den Kulissen von Hollywood, vom Showbusiness. Ja, Mann, ey. Das ist schon wirklich eine ganz, ganz ekelhafte Industrie. 50 Cent's documentary, the truth is finally coming to light. Another instance. This individual who was 9 years old at the time. Jetzt erzählt er gerade über das 9-jährige Opfer. Jetzt natürlich nicht mehr 9-jährig, aber zum Zeitpunkt des Geschehens. Was taken to a audition in New York City with Bad Boy Records. Als das Opfer 9 Jahre alt war, wurde das Opfer mit zu einem Casting genommen, ja, und hat dort sozusagen vorgesprochen oder vorgesungen für Bad Boy Records. Other boys were there to audition as well. All of them were trying to land a record deal. All of them. Andere Jungs, ja, andere junge Knaben waren da auch und haben da auch versucht, irgendwie einen Record Deal zu bekommen, also so einen Plattenvertrag. Them were minors. This individual was abused allegedly by Sean Combs and several other people at the studio. Meine Güte, ja.
Also es ist sozusagen zu diesem Casting dort gekommen und während er bei diesem Casting war, wurde er direkt dort missbraucht. Von Diddy und anderen noch. Junge, das kann doch nicht wahr sein, ja? Wo sind die Eltern? Also ich habe ja auch als kleiner Knirps mal in einem Film mitgespielt. Also meine Mutti ist aber mit zu den 3 oder 4 Castings gekommen, wo ich war. Was ist denn das, Alter? Mann. In the promise to both his parents and to him himself of getting a record deal. Another instance. Warte, was? In the promise homes, this individual was sexually abused, allegedly by Sean Combs and several other people at the studio. In the promise to both his parents and to him himself. Ja, das wird nicht so richtig ersichtlich, ob jetzt er hier impliziert, dass die Eltern davon wussten. Ja, so in der Hoffnung, ey, lass mich mal deinen Knaben hier anfassen, dann kriegt der einen Plattenvertrag und ihr werdet als Familie reich. Mann, ey. Getting a record deal. Another instance, another minor, told allegedly noch ein Minderjähriger hat jetzt hier noch eine Zeugenaussage. By Sean Combs that he would make him a star, but he needed to visit with him in private about it, away from his parents. Also noch so ein kleiner Junge hat geschildert, dass der Diddler ihm gesagt hat, ich mache einen Star aus dir, aber wir müssen uns auf jeden Fall nochmal hier ganz privat treffen, ja, weg von deinen Eltern, denn dann erzähle ich dir mal, wie das alles hier so vor sich gehen wird. Once they were in a private area, allegedly Mr. Combs made the victim perform oral. Also sobald die dann in einer privaten Ecke waren, wo der Diddler sich gut gefühlt hat, beziehungsweise wo er sich gedacht hat, okay, hier sind wir sicher, hat er den kleinen Jungen dazu gezwungen, ihn oral zu befriedigen. Junge. 50 Cent, his hatred towards Diddy isn't just a personal vendetta, it's something bigger. This is about exposing the truth, about tearing down the facade that has protected Diddy for so long. 50 Cent, never one to shy away from controversy, has become one of the most outspoken critics of Diddy, calling him out on social media and in interviews. Recently, in one of his many posts on Twitter, 50 shared a Ja, wie gesagt, logischerweise, wir versuchen das alles ein bisschen mit Humor aufzulockern, aber es macht natürlich, es macht sauer, logischerweise, ne? Wenn man dran denkt, dass es, wie oft das auf der Welt vorkommt, ne? Dass das hier kein Einzelfall ist. Und das ist halt einfach die krankeste Art, wie man seine Macht ausüben kann, wie man seine Macht ausnutzen kann. Digga, 9 Jahre. Ja, als ob du als 9-Jähriger oder als 9-Jährige verstehst, was da überhaupt gerade mit dir passiert. Ja, das ist so ein Ausnutzen von Unschuld auch. Da gibt's keine Worte für, ne? Abartig, Alter. Abartig. Gerade, ja, wenn du selber auch Kinder hast, kann das hier eigentlich einen nur maximal anekeln. Doctored video of Donald Trump, whose voice had been altered to sound like he was speaking directly to Diddy, saying, "I told you to stop messing with R. Kelly." The R&B singer, now serving a 30-year sentence for sexual abuse, was... Ja, R. Kelly sitzt hinter Gittern, 30 Jahre wurde der verurteilt. Ich glaube, beim Diddler wird da noch eine Schippe draufgelegt, wenn man das jetzt hier alles so hört. Just another brick in the wall of scandal surrounding Diddy. 50's caption taunted Diddy even further. The world's almost over, so what are we worried about? I think Trump's gonna be president again, but I'm not gonna say that. In another one of 50 Cent's viral posts, he captioned a photo of himself by a massive car, smoking a cigar, with the words, "I didn't know you were a sex worker." Then came the bombshell. 50 Cent announced that his production company, Greenlight Gang, was producing a documentary about the allegations against Diddy, cheekily... Hat er nicht auch Power produziert? Ist ja auch eine sehr erfolgreiche Serie, glaube ich, gewesen. Ne? Ich glaube, die ist mittlerweile auch zu einem Ende gekommen. Geplant halt, ne? Kannst halt auch eine Serie nicht ewig fortführen. Hat ja auch mehrere Filme gemacht und so weiter, 50. Ne? Also der hat die Produktionsfirma, die kann schon was. Also es ist jetzt nicht so, dass 50 das erste Mal versucht, sich jetzt irgendwie als Producer, ne? Deswegen wird das schon Hand und Fuß haben. Das wird ein Brecher hier. Titled Diddy Do It, he hyped the project on social media, saying, "This is gonna break records when this drops." For 50 Cent, this isn't just a business move, it's a mission. 50 Cent's documentary series about many of Diddy's sexual assaults. Damit wird er sich unsterblich machen, ja? Wenn er wirklich diese Doku hier rausbringt und die so explosiv wird, wie hier angegeben, Bruder. Allegations may have found a home. 50 reposted a headline claiming he sold the series to Netflix with the caption, "Netflix wins the bidding war. But if more victims keep coming out, I'm gonna need more episodes."
As the documentary unfolds, one thing becomes clear. This story isn't just about one man's downfall. It's about a culture of that allow predators to thrive while victims are silenced. This documentary is more than just a takedown. It's a reckoning. 50 Cent is pulling back the curtain on a world that most of us have only seen glimpses of. The shiny, glamorous world of Hip-Hop is now being revealed for what... Ja, was heißt Hip-Hop? Ja, wenn es hier darum geht, hier, du hast so Leute wie Leo DiCaprio mit drinne, ja, die dann auch mal so bei den Partys mit am Start waren. Das hat mit Hip-Hop ja nichts zu tun. Will Smith, ja okay, Will Smith hat auch mal gerappt, aber ist ja vorrangig eigentlich als Schauspieler bekannt, ne? Also es geht hier eher um Hollywood, um die Elite, die irgendwann so reich ist, dass die irgendwie anscheinend alle hier einen Knacks bekommen im Kopf und nur noch ihren Schwengel hart kriegen, wenn vor ihnen bewusstlose Frauen liegen, an denen sie sich vergehen können. Oder Männer. Nitscha, danke für die 200 Bits. Bro, ich verstehe jeden Vater, welcher Selbstjustiz verüben will, wenn er sowas hört, erfährt. So etwas unverzeihbar. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn so etwas bei dir passieren würde. Was du machen würdest. Ich wüsste es, da gehe ich gerne in den Knast. Also es gab bei mir mal so mit Daycare gab es mal eine Situation, wo mein Sohn einfach nur geäußert hat, dass er sich da unwohl gefühlt hat. Ja, das war mit so einer Dame, die dort gearbeitet hat und so weiter. Die hat das, meiner Meinung nach, ich habe dann auch mit der geredet und so weiter, die hat das nicht böse gemeint oder sonst was. Da war kein Hintergedanke, der irgendwie hier viele Neigungen oder sowas hat oder sowas. Aber er hat sich mir anvertraut, er hat mir gesagt, dass da etwas passiert ist und er sich da nicht gut mitgefühlt hat. Und sofort habe ich den da rausgenommen. Ja, sofort neuer Daycare. Weil, also erstmal, logischerweise, ja, ist es mir wichtig, dass er sich wohlfühlt, wo auch immer ich ihn hinbringe und wohlfühlt bei den Menschen auch, mit denen er zu tun hat. Und zweitens ist es natürlich so, dass ich das auch zu schätzen weiß, dass er sich mir anvertraut. Ja, weil es gibt sicherlich auch viele Kinder, die schämen sich. Ja, und die denken sich dann, ja, vielleicht erzähle ich das lieber nicht meinen Eltern, vielleicht sind die dann sauer auf mich oder vielleicht schimpfen die dann mit mir, weil ich das so empfinde, aber eigentlich war es gar nicht schlimm oder sowas, ne? Deswegen ist mir das natürlich auch unglaublich wichtig, dass mein Sohn mir vertraut, mir alles anzuvertrauen, was ihn irgendwie bedrückt. Egal, ob er jetzt dass irgendwas in der Schule ist, dass ihn da einer mobbt oder dass irgendwie die Lehrer zu ihm böse waren oder sowas, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sofort da rausgenommen und neuen Daycare gesucht und dann war auch alles gut. Erzählt er da Mama auch alles? Ja, safe. Also er vertraut da seine Eltern, ja, oder denen ist unangenehm oder sowas, genau. Also da auch immer drauf achten, dass eine Vertrauensbasis zwischen euren Kindern und euch besteht. Wahrscheinlich auch das Schlimmste, was du so als Kind empfinden kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du deinen Eltern nicht alles erzählen kannst. What it truly is, a place where power corrupts and where those at the top will do anything to stay there. As the final moments of the documentary play out, you're left with one chilling thought. If this is what we know now, what else is hiding in the shadows? In the filings that you said. Zum ersten Thema auch leider eine eigene Erfahrung. Kontrolliert die Chatverläufe eurer Kinder und lasst sie auf keinen Fall auf Snapchat, heftige Pedo-App. Ja, safe. Bruder, heutzutage musst du aufpassen mit, selbst mit diesen ganzen Games hier, ne, die zocken. Das ist ja auch alles mittlerweile online hier. Minecraft, Roblox etc., ne. Das sind so Games, wo auch irgendwelche ekelhaften Leute ihr Unwesen treiben und dann versuchen da auf kleine Kinder zu stoßen und sich mit denen anzufreunden und dann vielleicht auch mal zu sagen, ey, ja, komm hier. Ne? Genau. Das ist wirklich geisteskrank, Alter. Man muss wirklich aufpassen und da auch versuchen, so eine aktive Connection auch mit den Kids zu haben. Wenn mein Sohn zum Beispiel irgendwelche Games zockt und da halt Interesse hat und da halt auch die ganze Zeit immer wieder die gleichen Spiele zockt und so weiter, ich bin da sehr involviert und schaue mir das auch an, was er da macht. Ne? Man kann nicht vorsichtig genug sein. They are coming. Specifically, you mentioned a 9-year-old boy. Can you tell us about what you know? Let's remember we're talking about allegations. We're going to file a public filing where the allegation is going to be that a 9-year-old child was assaulted allegedly by Sean Combs and several others. Diddy's arrest has shocked the world. The man who was once untouchable is now facing criminal charges that could put him behind bars for the rest of his life. But this story is far from over. As more victims come forward and as the legal system takes its course, we may be on the verge of uncovering even more disturbing truths. As for 50... Was zockt ihr zusammen? Er will immer, dass ich Geometry Dash spiele, aber das ist so nicht gut für meine Nerven, Alter. Er ist wirklich extrem gut in dem Spiel, hat auch seine eigenen Level kreiert und so weiter, aber nee,
Nee, einfach nee. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Ich werde da so sauer. Mein Tag ist gelaufen, wenn ich Geometry Dash spiele. Gib mir 10 Minuten in diesem Spiel und danach bin ich nicht ansprechbar. Das allerletzte. CENT, is he really the hero in this story, or is there something more driving him? Only time will tell. One thing's for sure, the music industry will never be the same again. You mentioned you're going to name names in these lawsuits. Will there be celebrity names? I expect so, yes. As of now, do you have celebrity names? I do. Do you also have corporations? I do. What will be the reaction, you believe, when these names... Also er hat jetzt schon in seiner Sammelklage diverse Namen von Stars, von namenhaften Firmenvorständen. Will das jetzt natürlich alles noch nicht sagen, wahrscheinlich auch, um den Prozess nicht zu gefährden. Junge. Come out. I think people are going to be shocked. I think people already are suspecting some of the names that you might see. I think some of them will be shocking, though. It looks like this is just the beginning. The darkness that 50 Cent has already exposed is only the beginning, and as the layers peel back, we're going to find out the truth. So, what are your thoughts on 50 Cent's documentary? Do you think there's even more hidden beneath the surface? Drop a comment below. We'd love to hear your take. Don't forget to smash that like button, hit subscribe, and turn on notifications so you never... Smash the like button hier, ja, meine Freunde. Ja, lassen wir doch mal hier einen Smash da hier. Bam, 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 bam. Und wir sind gespannt. Also ich glaube, wenn diese Doku rauskommt, und das wird nicht mal lange dauern, wird das Gesprächsthema Nummer 1 sein weltweit. Und wenn man überlegt, der Prozess soll im Mai starten, soweit ich weiß. An sich wäre es smart, Season 1 davor zu releasen. Das heißt, rein theoretisch können wir im Frühjahr 2025 schon mit der Veröffentlichung von Did He Do It auf Netflix, produced by 50 Cent rechnen. Ich bin gespannt, Alter.